Hallo, heute geht es weiter mit dem Aufstellen, Befüllen, Bepflanzen und Bemalen des Hochbeets. Im ersten Teil haben wir alte Dielenbretter glatt gehobelt, sie abgemessen, sie zu Wänden aneinander geschraubt, Nice. dann eine Unterbodengewebeplane zerschnitten und angetackert und daraus dann ein Hochbeet zusammengeschraubt, alles mit der Plane ausgekleidet und die Unterseite mit Lackfarbe versiegelt. Schau dir gerne auch den ersten Teil an. Und jetzt geht's los mit Teil 2. Wir haben jetzt den perfekten Platz gefunden und da wird jetzt praktisch von da bis hier das Hochbeet hingesetzt. Und dafür müssen wir jetzt hier ein bisschen Erde ausheben, damit das auf eine Höhe kommt. Wir haben jetzt hier eine kleine Kuhle ausgehoben, da können wir dann das reinlegen und wie wir sehen, ist hier perfekt alles in Waage. Doch hier muss das auch in Waage kommen, das ist momentan alles andere als waagerecht hier. So, und jetzt passt es auch auf dieser Seite perfekt. Wir haben jetzt dieses schwere Gerät hergeschleppt und jetzt schauen wir mal, wie wir das an die Rasenkante perfekt anpassen. So, Brett liegt drauf, Wasserwaage und es passt sowas von. Und jetzt muss der ganze Kasten mit Erde aufgefüllt werden. So, zuerst legen wir mal ein paar Grasbatzen noch rein, die wir ausgegraben haben. Alles, was schon drin ist, muss nicht wieder rein. Vorher kommt dort unten erstmal ein bisschen Unkrautvlies rein, damit das Gras nicht hochwächst. Ich hätte natürlich das Gras auch vorher rausmachen können, aber erstens ist das ein unglaublicher Aufwand. Zweitens müsste ich dann nicht so viel auffüllen und drittens kommt da ja sowieso oben erstmal eine Schicht kleine Ästchen drauf. Und dann haue ich mal hier das Gestrüpp gleich drauf. Ich schneide das jetzt alles noch zurecht und dann schauen wir mal, wie viel Gestrüpp wir tatsächlich gesammelt haben. Da kann auch gleich ein paar Grasabschnitte dazwischen. So, das ist jetzt alles, was wir gesammelt haben über die letzten Wochen. Und jetzt kann hier die Erde drauf. So, können wir rein.
Kartoffeln blühen auf dem Unterbau vom Bachlauf und die Kürbisse sind schon richtig groß geworden. Und da geht's demnächst weiter. Meine Mutter hat das Hochbeet schon mit Studentenblumen und Pfefferminze bepflanzt. Doch der Kasten sieht noch richtig schäbig aus. Deswegen schnappen wir uns jetzt ein bisschen Farbe und pinseln los. Übrigens, da steht der Wein, der wächst außerordentlich gut. Und ihr könnt wieder dabei sein, wenn wir den diesen Winter wieder schneiden. Hi! Heute wollen wir die Wände von dem Hochbeet streichen. Und das sind ja alte Dielenbretter gewesen. Und da ist noch richtig viel Farbe drauf. Deswegen werde ich das jetzt erstmal abkratzen und dann kommt neue Farbe drauf. Und was ich dafür eine schöne Farbe ausgesucht habe, das seht ihr dann. Wer sich keine teure Abdeckfolie leisten kann, nimmt einfach eine Rolle Tüten. Alter Falter, das Zeug ist richtig zäh. Schön von der Sonne aufgewärmt hier auch noch. Ich streiche da einfach drüber. Das ist ja jetzt nichts irgendwie, was man sich in die Wohnung stellt oder so. Das mit der Drahtbürste macht man nicht nur, um die restliche Farbe abzubekommen, die noch lose ist, sondern auch um den Untergrund ein bisschen aufzurauen, wenn man eine neue Farbe auftragen will. Und zwar ist das hier jetzt spezielle Wetterschutzfarbe in Grün 206. Ich dachte, das passt sich hier relativ gut in die Natur ein, da es das Hochbeet nicht so auffällt. Gefällt mir. Und das müssen wir jetzt erstmal richtig durchrühren. Ist das eine schöne Farbe. Wow. So, die erste Seite ist fertig. Es dunkelt sogar ein bisschen nach. Es stinkt bestialisch. Und dann machen wir jetzt die nächste Seite. Und zwar im Zeitraffer. Los geht's. Wir haben das Ganze jetzt mal mit einem Tarp notdürftig abgedeckt, damit es trocknen kann, weil es hier ein bisschen regnerisch ist, damit nicht der Regen drauf kommt, denn das ist eine wasserlösliche Farbe und ich will nicht, dass was ins Gewässer hier gelangt, denn von dem Grundwasser trinken wir hier auch was. Ich lasse mich hier nicht lumpen, wenn ich was für euch mache, dann mache ich es richtig geil, deswegen kommen hier jetzt noch ein paar Blümchen drauf, bisschen Gras und so, das wird richtig schick. Happy Little Flowers. Noch ein bisschen dunkler, muss gar nicht viel sein, einfach so ein bisschen frisches Grün. So. Und jetzt kommen noch die anderen Seiten dran. Und da müssen wir jetzt natürlich noch die Blüten ran, ne? Ist klar.
nächste Seite. So, jetzt ist alles fertig. Ein Blumenmeer am Hochbeet. Ist das nicht gigantisch? So, und damit verabschiede ich mich. Ich muss jetzt erstmal Hände waschen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und tschüss, bis zum nächsten Mal.